Hi, das hier sind Jack Daniels Injected und geplankte Twinkies. Und wie man die macht, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Bevor es gleich losgeht, möchte ich euch noch ein bisschen was über das Rezept erzählen. Das Rezept ist von meinem Barbecue-Idol Ted Reader und vor kurzem habe ich ein Interview von ihm gesehen, da war er bei den Wine Ladies und hat so ein bisschen über seinen Barbecue-Werdegang erzählt und da erzählte er dann von einem Rezept, was aus der Not geboren war. Er hatte also für ein Event gekocht und das Dessert fehlte und da ist er quasi zur Tankstelle gegangen und hat das halbe Süßigkeitenregal einfach mal eingepackt. Und daraus ist dann dieses Rezept entstanden. Und als er dann davon erzählt hat, hat man so ein richtiges Leuchten in seinen Augen gesehen. Und da habe ich dann gedacht, ja, das musst du auf jeden Fall mal nachmachen. Und das machen wir jetzt. Und was ihr an Zutaten braucht, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere geplankten Twinkies benötigen. Los geht es natürlich mit Twinkies. Das sind so kleine Küchlein, die mit einer Cremefüllung versehen sind. Vielleicht hat der eine von euch den Film Zombieland gesehen. Da spielen die eine relativ große Rolle. Sind leider nicht ganz einfach zu bekommen in Deutschland. Also ich habe die jetzt über so einen US-Versand oder US-Importeur gekauft und dann sind sie leider nicht ganz günstig, kosten glaube ich 1,20 € pro Stück. Aber das Rezept sieht es vor, also habe ich sie besorgt. Hier sind Marshmallow, Oreo-Kekse und Schokoladentoffee, also sowas wie Stork-Riesen in dem Sinne, und Nutella. Das alles ist jetzt schon eine relativ wilde Kombination, aber Ted Reader setzte dann noch einen drauf, denn Jack Daniels kommt auch noch mit ins Spiel, der wird dann später injiziert und erzählte in dem Interview dann, dass also Leute ihm $25 für einen Twinkie geboten hätten. Ich bin gespannt, ob es das dann letzten Endes wert ist. Es wird in jedem Fall eine sehr zuckrige, leckere Geschichte. Kommen wir noch ganz kurz zu den Mengenangaben. Also das Rezept ist für 8 Personen und zum Glück kommen gleich noch ein paar Freunde, die beim Essen helfen. Also 8 Twinkies, 4 Marshmallows, 5 Oreo-Kekse, 5 Schokotoffees und 175 Gramm Nutella. Ja, das ist eine ganze Menge, aber durch 8 geteilt, denke ich, durchaus noch vertretbar. Jetzt packe ich erstmal die Twinkies aus, schneide die Marshmallow klein, die Oreo-Kekse und die Schokotoffees und dann machen wir weiter. Die Vorbereitungen sind jetzt soweit abgeschlossen. Also wie gesagt, die Marshmallows einfach in so kleine Stücke, die Toffees habe ich einfach gesextelt, die Oreo-Kekse geviertelt und die Twinkies mal alle ausgepackt und habe die mit der Oberseite nach unten gelegt, weil, wie ihr sehen könnt, die Dinger sind von unten befüllt worden und naja, so eine Cremefüllung hat ja, wenn sie heiß wird, die Eigenschaft flüssig zu werden und damit uns die nicht einfach schlicht da rausläuft, habe ich die jetzt nach oben gemacht. Das heißt, wenn, dann blubbert die so schön nach oben. Und jetzt geht es damit los, dass ihr diese 175 Gramm Nutella auf der Oberseite der Twinkies verteilt. Oh mein Gott, das ist jetzt schon unfassbar gut. Jetzt kommen als nächstes die kleinen Marshmallows, verteilt ihr jetzt einfach oben drauf. Dann die Oreo-Kekse. Einfach so drüber streuen, dass sie halt schön verteilt sind. Und zu guter Letzt die klein geschnittenen Schokoladentoffees. Einfach so oben drüber, die werden dann schön schmelzen. Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen und ich muss sie euch einfach nochmal zeigen. Das sind also jetzt hier die fertig vorbereiteten Twinkies. Die kommen jetzt gleich auf den Grill, indirekt bei 160 bis maximal 180 Grad, also zu viel sollte es nicht sein. 180 Grad ist das absolute obere Limit. Und dann habe ich hier meine Marinadenspritze, da habe ich jetzt Jack Daniels schon aufgezogen. Das wird dann später noch injiziert. Aber jetzt erstmal auf den vorgeheizten Grill für eine Viertelstunde und dann schauen wir, was draus geworden ist. So, hier sind sie, die Twinkies. Schön in die Mitte vom Grill, indirekte Zone, Haube schließen und dann warten wir mal ab. Gute 10 Minuten später sieht das Ganze jetzt schon so aus. Und jetzt
habe ich hier meine Marinadenspritze und werde eben den Jack Daniels in die Twinkies injizieren. Natürlich nicht in alle, weil es essen auch Kinder mit, aber wir teilen es jetzt erstmal schön auf. So, und jetzt noch mal kurz den Deckel zu, 5 Minuten, und ich denke, dann können wir essen. 5 Minuten später sind unsere Twinkies fertig und sie sehen unfassbar aus. Ihr seht hier schon die Cremefüllung, die sich so ein bisschen rausdrückt. Hier blubbert die Nutella vor sich hin. Es riecht fantastisch nach Zedernholz und ich werde das jetzt runternehmen vom Grill und ein bisschen abkühlen lassen, denn durch den ganzen Zucker, der da oben drauf und innen drin ist, der ist ja jetzt total heiß. Wenn ihr da jetzt reinbeißen würdet, ihr würdet euch sofort den Mund verbrennen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, ich nehme das jetzt erstmal vom Grill runter, lasse es ein bisschen abkühlen und dann zeige ich es euch nochmal. Und da sind sie, die geplankten Twinkies, und sie riechen absolut fantastisch. Also es riecht im Prinzip nach Zucker und nach Schokolade und eben nach dem Zedernholz. Der absolute Hammer. Die dürfen jetzt ein bisschen abkühlen und dann können wir essen. Und bevor sie gleich weg sind, zeige ich sie euch nochmal schnell. Wir haben jetzt schon mal probiert und alter Schwede. Also mehr als einen davon kann man nicht essen. Also ich wollte eigentlich für euch jetzt nochmal in so ein Ding reinbeißen, aber nee, nehmt's mir nicht übel. Die sind super, super lecker. Der Whisky da drin absolut fantastisch. Aber sie sind sehr, sehr mächtig. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.